Hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Wir sind hier in Brünn bei der 1000 Best Bridgestone Grip Party. Bei mir hier die Steffi Menzel, Rennfahrerin aus Deutschland, und bei uns hier mit dabei der Aprilia Tuono V4 1100 RR, ein Track-Test mit der geilen Aprilia. Bleibt dran. Ja, normalerweise bei Motorradmagazinen ist es so, da gibt es junge, unerfahrene Redakteure, die sich alte, abgehalfterte Rennfahrer zur Seite stellen, die dann Rundenzeiten hinlegen. Bei uns ist es genau umgekehrt, ein alter, abgehalfterter Redakteur und eine junge Rennfahrerin. Steffi, du bist Gladius Cup Rennen gefahren, Genau. Naked Bike Rennen gefahren. Heute hier ein Tracktest mit der Tuono V4. Wie war da der Eindruck für dich hier auf der Strecke mit dem Motorrad? Geiles Naked Bike für dich? Definitiv, also macht richtig Spaß und hat auch ordentlich Leistung. Also man kommt gut, man kommt gut aus der Kurve raus, aber auch gut in die Kurve rein. Also von der Sitzposition und vom Chassis her würde ich fast sagen, es ähnelt eher einem Supersportler vom Gefühl. Und ja, ein geiles Motorrad, was richtig viel Fahrspaß verspricht. Ja, du hast das schon angesprochen. Die Tuono hat ja ihre Wurzeln in einem Supersportmotorrad, ganz anders wie deine Gladius, mit der du die Rennen normal fährst. Jetzt hast du mir vorher schon gesagt, das war beim Fahrverhalten dann doch ein bisschen anders wie beim klassischen Naked Bike, beim Gefühl für die Front, glaube ich, oder? Ja, ein bisschen mehr Druck auf dem Vorderrad hat man schon das Gefühl. Allerdings, das Fahrwerk ist schon eher komfortorientiert eingestellt, also es ist schon recht weich. Man kann gut damit fahren, man kann auch sehr sportlich damit fahren. Ja, Wir sind ja heute gefahren mit der RR-Version, also nicht mit der Factory. Trotzdem denke ich mal, für Track Day, wie es wir hier haben, eine optimale Lösung. Und für die Rennfahrer, die werden dann wahrscheinlich zur Factory greifen mit dem Öl ins Fahrwerk. Wenn wir jetzt auf die Sitzposition zu sprechen kommen, für dich vom Komfort her trotzdem ein Naked Bike oder doch eher mehr Supersportler in Sachen Komfort? vom Komfort her definitiv eher Naked Bike. Also man sitzt sehr bequem und man hat nicht so viel Bodenfreiheit für die Fußrasten sozusagen. Also die Fußrasten setzen in der Kurve doch relativ schnell auf, aber vom Fahrverhalten ja nicht unbedingt typisch Naked Bike, sondern schon eher vom Sportlichen her ja, Richtung Supersportler. Okay. Und dann gibt es ja Leute, die schwanken ein bisschen zwischen Supersport, zwischen Naked Bike, und für mein Gefühl, ich sage immer, bei der Motorisierung, die die Tuono hat, habe ich dann überhaupt kein Bedürfnis mehr, das 200 PS Gerät zu fahren. Wie ist denn dir gegangen? Du bist gestern den Supersportler gefahren, die RSV4, heute die Tuono. Wie ist dir mit der Motorleistung gegangen hier im Vergleich zum Supersportler? Mit der Motorleistung, man merkt zwar, dass die ein klein wenig weniger Leistung hat als die RSV4, aber es reicht völlig aus. Und ich persönlich auf der Geraden habe ich immer ein bisschen das Problem mit mit dem fehlenden Windschild, dass ich doch mich ganz schön festhalten muss, damit es mich nicht nach hinten runterweht. Also ich denke, dass für ein Naked Bike die Motorleistung definitiv mehr als ausreicht. Das glaube ich auch, ein traumhaftes Gerät. Am Kurveneingang haben wir ja noch den Vorteil gehabt, dass die elektronische Motorbremswirkung, dass die Motorbremse elektronisch eingestellt werden kann. Wie war das bei dir eingestellt oder wie ist dir damit gegangen? Also ich bin jetzt mit dem Race Mapping gefahren und da hat man deutlich gespürt, dass die Motorbremse sehr vermindert war, und das macht es natürlich, das Anbremsen ein bisschen einfacher, ein bisschen kontrollierter, und man kann auch gut in die Kurve reinrollen. Okay, also für dich ist das kein Problem. Es gibt ja Leute, die stehen auf Motorbremswirkung und die brauchen das unbedingt. Für die ist das ein bisschen hinderlich eher. Also dir hat das genauso gefallen. Ja, also ich fand das super. Das macht für mich einfach ein besseres Gefühl auf der Vorderradbremse. Da kann ich es dann einfach besser dosieren und besser kontrollieren. Und für mich war das super angenehm. Wieder heute nicht mehr geunkt, aber immer wieder ein bisschen geredet, ja, auf der Rennstrecke mit ABS und so weiter. Aber wir haben hier ein ganz normales Straßenmotorrad. Das heißt, schon ordentlich Gas gegeben heute hier auf der Strecke. Wie ist da mit dem ABS, mit der Bremserei hier gegangen?
Also das ABS habe ich jetzt nicht großartig gespürt, das hat gar nicht mal unbedingt großartig eingegriffen. Von der Bremswirkung her hatte ich das Gefühl, ist die gleiche Bremse wie bei der RSV4, also wirklich eine schön giftige Bremse, die packt richtig gut. Und das Einzige, wo es einen Unterschied gibt zur RSV4, ist, dass hier die Gabel doch weicher eingestellt ist. Also man hat mehr, die Gabel dämpft einfach mehr beim Anbremsen und Taucht mir ein, ja, ist klar, leider oder zum Glück, wie auch immer. Fahrkomfort. ja. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein schweres Los. Jetzt, wie steigst du jetzt wieder zurück auf die Gladius? Wie wirst du das verkraften? Naja, von der Motorleistung her, die werde ich natürlich auf der Gladius doch arg vermissen. Ne? Mit der Gladius kommt man ja nicht ganz so gut aus der Ecke raus. Ja, doch, aber die Gladius ist nach wie vor für mich ein Motorrad mit sehr viel Fahrspaß und trotzdem definitiv ein Einsteigermotorrad. Also ich würde fast sagen, dass die Tono doch ein bisschen eher für den erfahrenen Rennfahrer oder Fahrer geeignet ist. Einsteiger-Motorrad, erfahrene Motorradfahrer war jetzt eine gute Überleitung. Steffi ist ja blutjung, 24 Jahre, war ganz nett heute, wie sie gesagt hat, sie ist nur um die Ecke gerollt, aber die Fußrasten haben trotzdem gestriffen. Für uns ein vollwertiges Trackday-Motorrad, die 1100er, selbst in der RR-Ausstattung, hat uns wirklich begeistert hier auf der Strecke in Brünn. Und wir fahren sie ja gemeinsam noch einmal am Pannonia-Ring in 6 Wochen und dann auch gemeinsam auf der Landstraße. Da geben wir ordentlich Gas. Bis dahin, alles Gute. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Bis dann.